And we're live! Ja, wir are. Awesome. Hallo alle zusammen, herzlich willkommen. Wir haben heute die tollen Talk to the Animals Facilitatoren, Dr. Khushboo Shah und die Aditi Iyer. Und die Kerstin ist mit dabei. Hallo. Und lasst uns einfach ein bisschen erzählen, was so beim Talk to the Entities Kurs vor sich geht. Demnächst im September startet einer und wir werden da noch vielleicht drauf eingehen. Okay, yeah, I just introduced you and said that in September you are going to start a class, and what is it? Talk to the entities about. Oh, that is such a good question. Well, talk to the entities is about not just entities, but it's like this beginning of exploring energies. But it starts with entities, as in beings without bodies. Also es beginnt einfach mit der Wahrnehmung von Energien und es hat jetzt nicht unbedingt was mit den Entitäten zu tun. Einfach die Wahrnehmung von Energien und Entitäten sind Wesen ohne Körper. Yeah, and it's also this like, what if entities was just the first step to acknowledging what cannot be defined? Was, wenn Entitäten einfach der erste Schritt dazu wären, was über eine Energie, die nicht definierbar ist, die wir nicht definieren können. And so this, So as I see it, go for it. now I was just going to say, it's like, when I look at the first Talk to the Entities class I ever did, or the first time I ever heard the word entities, and to where I am now, it's like, it's not just that energies, like the undefined energies are available, but it's like the undefined me is also available. The undefined, what? Undefined me, like me without okay. definitions? Ja. Also wenn ich vergleiche mit dem ersten Talk to the Entities Kurs, den ich gemacht habe, und wo ich jetzt bin, und da geht es nicht nur um die undefinierbare Energie der Entitäten, sondern einfach auch um das undefinierbare Ich, das ich bin. And talking to the entities is the first step to actually having all of that. Und Talk to the Entities ist einfach der erste Schritt zu der ganzen Geschichte. Awesome. So the way I see it, basically what Aditi is saying is, and the way it's worked for me is, talking to entities, you really have to stretch your muscles and go beyond those five senses, and saying yes to your awareness is something that you can't see a lot of times. So you really have to stretch your muscles. And when you say yes to that, it is the first step to saying yes to receiving so many other energies and so many other beings that are not necessarily defined. Für mich ist es wie einen Muskel zu trainieren. Und es geht über das Empfinden der fünf Sinne hinaus. Und da gibt es so viel dann zu entdecken und wahrzunehmen. Und es ist nicht nur diese Energie von den Entitäten. And entities are like everywhere. It's like they're literally everywhere. And die Entitäten sind überall, also wortwörtlich wirklich überall. And like when I used to ignore them, avoid them, be fearful of them, literally my world would be dark, like darker and not brighter. Yeah, and now it's just bright. Als ich
versucht habe, sie zu vermeiden, diese Wahrnehmung zu vermeiden und mich vor den Entitäten zu verstecken und sie nicht wahrzunehmen, da war meine ganze Welt so klein und dunkel. Und jetzt ist es im Gegenteil dazu wirklich hell und groß und breit. And it's like, how ready is the world to be happier and brighter? And what if this is one of the ways that you can have that? Ja, und was, wenn die Welt jetzt bereit wäre, wirklich leichter zu sein und leuchtender zu sein, weiter zu sein und was, wenn Talk to the Entities dazu hinführen könnte. Yeah. Do you have any questions for us? Like Kerstin or Margit? What would you say to people who are saying, "Oh no, I don't want to have anything to do with those strange kind of things." And yeah, I would just like to say, if you're watching this, that means you are aware of it. Let me translate first. Was würdet ihr zu Leuten sagen, die Angst davor haben, Angst vor solchen komischen Energien haben und lieber nichts damit zu tun haben wollen? Because it's like, how many entities like have like been trying to get through to you and are bringing you here? Like, even if you have a little, like, one of the things that I've realized is that anxiety and fear sometimes is just a sign of entity awareness. Ja, also was ich bemerkt habe, ist, dass ich nur so ein kleines Gewahrsein reicht aus über so ein kleines Entitätsbewusstsein. Und yeah, I don't remember what you said before that. It's not relevant then, but it's like, if you are watching this, like, how many entities are around you that have been trying to get through to you? Oh, I remember now. So, also wenn die Aditi sagte vorher, wenn du schon Angst vor dieser komischen Energie hast, dann ist ja etwas da, das du schon wahrnimmst. Also du hast ja ein Gewahrsein für irgendetwas. Und was, wenn vielleicht Verwandte durchkommen möchten oder einfach so sich immer wieder anstupsen und so sich versuchen sichtbar zu machen. Yeah, because it's like, before I even heard about entities, I used to be like the most anxious person, and I was scared of everything. Also die Aditi sagt, sie war früher eine der Personen, die wohl am meisten Angst vor allem hatte und sie fürchtete sich vor allem. Und am meisten vor Entitäten. Yeah, and it's like, I would not leave the house for days at a time because I was so anxious, because I hadn't actually acknowledged that I was aware of these beings. Oh, sie hatte für Tage das Haus nicht verlassen. Sie konnte das Haus nicht verlassen, bis sie sich gewahr darüber wurde, dass sie die Entitäten tatsächlich wahrnahm. And so it's like, the more I acknowledge, the easier it is, and the further I've gone. And like, when I look at my life from before I started Access and, working with Talk to the Entities to now, it's so different. I am so different. Ja, also wenn sie überlegt, vor Access Consciousness und das Leben jetzt nach Access Consciousness und als Talk to the Entities Facilitator, das ist so verschieden und so anders. Und es beginnt damit, dass du anerkennst, dass du diese Wahrnehmung hast. Könnt ihr was dazu erzählen, wie man das wahrnimmt, also was man da wahrnimmt, wie man weiß, dass man es wahrnimmt? Can you talk a little bit about
how do you know that you're aware of it, and how do you perceive it? And yeah. Well, it depends. Like I started with listening, being able to hear them. I used to be able to see them when I was a child, but then I could only hear them after some time because I shut off my ability to see them. Also als Kind sah ich sie tatsächlich, aber dann trennte ich mich von dieser Fähigkeit ab, sie zu sehen, und dann hörte ich sie einfach. Und ja, es fängt damit an, dass du sie hörst. And now it can be like little things, like I can feel like somebody, like it'll feel like somebody's like touching me my neck or my back. Und jetzt sind es so Kleinigkeiten, wie dass ich das Gefühl habe, irgendjemand, der berührt mich vielleicht am Hals oder nach meinem Rücken. Or like I can feel like just like it's like somebody's like blowing in your face, and then but nobody's there. Oder ich habe das Gefühl, dass irgendwas an meinem Gesicht vorbei rauscht, aber da ist gar niemand da. And it's different for different people, right? Like these are Aditi's signs and symptoms of entity awareness. Everyone has their own way of perceiving them. Now, in the beginning, when you're für jeden ist es wirklich einzigartig, für jeden ist es anders. Und jeder hat es gibt Zeichen und Symptome, ganz bestimmte für das Entitäten-Gewahrsein, aber es ist für jeden wirklich ganz einzigartig. Okay. And in the beginning, when you're resisting and avoiding, etc., the signs and symptoms are a little intense it can be intense physiologically, it can be intense mentally, emotionally, when you're resisting it in the beginning. But as I started using the tools, am Anfang können die Zeichen und die Symptome wirklich sehr intensiv sein. Sie können auch sehr körperlich intensiv sein und sie können mental oder psychisch sehr intensiv sein, weil du dich verweigerst, das wahrzunehmen, weil du es hindern möchtest, das wahrzunehmen. And as you start using them, acknowledging them, the subtler, lighter, feather touch of awareness is where it starts turning to, so that your world is not intense anymore. Und wenn du das wirklich anerkennst und das weiterhin wahrnimmst, dann wird es mehr und mehr zu einer Federberührung, einer ganz leichten Berührung, und es ist nicht mehr so intensiv. Do you have certain tools which you teach in the class just to be aware of it? Gibt es denn irgendwelche Tools und Werkzeuge, die man im Kurs dann lernen kann, das wahrzunehmen? Well, yes, there will be a lot of tools that we will share in the class. But the one thing that I will start with, which has helped me, is who does this belong to? Ja, es gibt sehr viele Werkzeuge dann in dem Kurs und auch überhaupt mit Talk to the Entities. Und eines, der mir wirklich sehr, sehr geholfen hat, und das ist das Anfangstool, wem gehört das? Yeah, because like sometimes it's just asking who does it belong to and then realizing, is this an entity? Always helps. Also es ist immer sehr hilfreich zu fragen, wem gehört das? Ist das vielleicht eine Entität? So it's like that beginning of, could this be an entity? Will suddenly go to, this is an entity. Okay, now I know how to deal with it. And the tools in the manual will lead to that. Also davon auszugehen, von der Frage auszugehen, wem gehört das? Ist das vielleicht eine Entität? Ja, das ist eine Entität. Okay, ja, ist eine Entität. Und die ganzen Werkzeuge, die machen dich sicherer und sicherer.
muss man dann mit den Entitäten immer was tun? Oder wenn ich die alle wahrnehme und das ganz viel ist, wenn mir das zu viel wird, was mache ich dann? Do you have to do anything with the entities all the time? And sometimes when I'm overwhelmed, when it gets too much for me, what do I do? So, first of all, can an infinite being ever get overwhelmed? And is it just your awareness that is expanded? Ja, also als allererstes mal kann ein unendliches Wesen wirklich überwältigt sein? Kann es zu viel sein für ein unendliches Wesen? Oder ist es einfach ein Gewahrsein? And second to this is, look, we're from India, all right? So we have a lot of entities. So we know the sense of, oh my God, so many entities. So there are. Zweitens, wir als Inder, wir sind es so gewohnt, wir haben sehr viele Entitäten. Also da ist es ständig wie, oh ja, so viel, es ist so intensiv. So in the beginning, especially, like I had to really use the tools very, very religiously every day, in the morning, in the evening. This is something we call as business hours. This will be taught and given, and more information will be given to you in how to handle so much awareness of entities in the class. Also am Anfang musste ich wirklich die Werkzeuge sehr hartnäckig und sehr sorgfältig machen, am Morgen und am Abend. Und ich habe die Sprechzeiten gemacht und diese ganzen Werkzeuge und Tools werdet ihr aber alle im Kurs dann lernen. And also it's like yes. I just wanted to say, like, there are only, like, when you talk about doing with entities, there are only 3 things we do with entities. Clear, communicate. Es gibt nur 3 Dinge, die man mit Entitäten macht. Wenn du fragst, muss ich immer was tun? Also 3 Dinge, die wir mit Entitäten tun. 1, clearing. Also das erste ist Klären. 2, communicating. Das zweite kommunizieren. And 3rd is receiving. Das dritte ist empfangen. That's the only 3 things we ever do with entities. Das ist das Einzige, was wir überhaupt mit Entitäten tun. So you can never be overwhelmed by them. Du kannst also nie überwältigt oder das Gefühl haben, dass es zu viel wird. Overwhelm is also, I know, it's like it's an indication. For me, it has been an indication of how much my awareness has expanded, that I haven't acknowledged. Also die überwältigt zu sein ist auch ein Zeichen dafür, wie ich mein Gewahrsein ausgedehnt habe und wie ich das einfach auch anerkennen kann jetzt. And it's like when you say yes to something, because sometimes it's just about like acknowledging. That's it. Ja, manchmal geht es einfach nur ums Anerkennen und das ist alles. Sorry, Khush. No, that's okay. So what I was saying is exactly what she's saying, which is when you say yes to something like this, okay? So when you say yes to something new, or you finally acknowledge, there is this moment in the beginning, which is a new space. It's uncomfortable. But if you let yourself go through it, and now you have the tools to go through that little uncomfortable space in the beginning, after that, there's like this whole new space of peace that's available to you. So, and we've all gone through it. Believe me, I've gone through this same as well. Wir sind alle da durchgegangen und am Anfang, wenn du Ja zu irgendwas sagst und zu etwas Neues Ja sagst, dann ist dieser Raum und der ungemütlich ist. Da ist so etwas, was wirklich unangenehm ist. Und je mehr du die Werkzeuge benutzt und die Tools benutzt, desto
mehr Frieden hast du in diesem Raum. Desto größer wird der Raum und desto ausgedehnter wird der Raum. Und glaubt uns, wir sind alle da durchgegangen. You're making us very curious about your class. Do you want to tell us about the class? When is the class starting? Well, we have the intro on the 9th, and then we are doing the class over 4 days for 2.5 hours a day, so that you can begin to explore more. Das Intro von Talk to the Entities beginnt am 9. September und dann der ganze Kurs sind 4 Tage lang und 2,5 Stunden jeder Tag. Also dass wir wirklich sehr viel Raum und Zeit haben, Dinge zu erforschen. And it's a good time for Europe. It's at a good time for Europe as well. So ja, und das ist I think around the same time that we're on that. Eine gute Zeit auch für Europa. It starts at 1:30, I think. Es beginnt mittags um 1:30. Also es ist eine tolle Tageszeit auch in Europa. You can have lunch with us while we are talking about it. Du kannst dein Mittagessen einnehmen, während wir darüber sprechen. And of course, we've got translation in German, French, Spanish, Romanian. Und es gibt Hindi. Übersetzung in Deutsch, Französisch, Rumänisch, Spanisch und Greek. What's the last one? Hindi. Und Hindi. Hindi, yeah, Indian language. Okay. Cool. Thank you so much, you guys. Thank you, Margit. Thank you for having us here. Thank you, Kerstin. For all the information. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Das war ein super inspirierendes Gespräch. Will you post the sign-up link? Yeah. Yes, we'll do that in the... Ihr findet den Anmeldelink und den Informationslink hier unten in den Bemerkungen. Great. Thank you. Danke. Danke. So, Auf Wiedersehen. Vielen Bye. Dank euch. Bis bald.